Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested. Heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower Defense Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Mit der Hilfe deiner Assistenten und Truppen baust du als Kommandant deine Stadt aus, entwickelst Forschungstechnologien und wehrst Wellen von eindringenden Zombies ab. Heute im Beginners Guide gucken wir uns nochmal genauer an, was für Offiziere es sich besonders zu Beginn lohnt zu holen. Einmal für die Free-to-Play-Player und natürlich auch für die Spender. Dazu nochmal ganz wichtig, Offiziere könnt ihr auch rekrutieren. Da solltet ihr auch immer so lange sparen, dass ihr mindestens 9 Stück habt, weil damit könnt ihr 10-mal rekrutieren. Und natürlich eure kostenlosen Versuche auch immer zu nutzen. Davon bekommt ihr mindestens 3 Stück. Zumindest bei der normalen Rekrutierung, und dann gibt es noch die Elite-Rekrutierung. Gucken wir uns mal an, was wir bei der normalen Rekrutierung für 9 Stück verwenden. Aber wir bekommen 10 Stück an der Stelle. Und wir bekommen auf jeden Fall schon mal ein paar Fragmente. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Gucken wir uns an, was passiert, wenn wir das bei der Elite-Rekrutierung machen. Denn, wie gesagt, immer die 9 Stück nutzen, weil ihr dafür 10 wiederum bekommt, und wir haben weitere Fragmente bekommen, aber wir haben auch die ganz wichtigen Skillbücher bekommen, als auch Offiziers-EP. Das ist super wichtig, das ist so der erste Tipp. Ein zweiter wichtiger Tipp, besonders für Free-to-Play-Player, ist beim Verteilzentrum den Tauschler. Da immer gucken, zum Beispiel für den Fat Medici könnt ihr die Komponenten kaufen. Da sind wir schon mal bei einem von denen, die ich euch empfehlen kann, das ist einer der Direktoren, als auch wenn ihr Ian Fragmente dort findet, solltet ihr die auch auf jeden Fall holen. Das ist auf jeden Fall die Kombination, die für Free-to-Play-Player super wichtig ist, denn du kannst die weißen Aufträge von Monstern durch das Töten bekommen, als auch durch die Zombie Girl Exploration bzw. Erkundung in dem Fall. Das macht ihr dann eben bei Biochemie Akademie, dass ihr dort die Erkundungen durchführen lasst. Eben zwischen 1 und 3 Stunden gehen die, und dann sind wir bei den Offizieren. Und welche Offiziere lohnen sich jetzt besonders für Free-to-Play-Player? Wichtig, jetzt geht es erstmal um Free-to-Play-Player. Gucken wir uns das an. Das ist Jesse, der besonders gut ist. Das kommt daher, weil er am Anfang euch hilft, eure Sammlung besonders zu beschleunigen. Und durch dieses Beschleunigen könnt ihr halt mehr Ressourcen sammeln und könnt damit schneller bauen und Co. Das ist für euch als Free-to-Play-Player wichtig, schnell groß werden, damit ihr erstens einen Mehrwert für die Allianz bietet, aber auch für euch selbst, damit ihr euch besser schützen könnt. Das andere ist der Fat Medici, der eben auch genau diese Vorteile bietet. Das ist einmal die Durchbruchfähigkeit, die ist für euch erstmal gar nicht relevant, weil die erst bei 5 Sternen kommt, also dauert das sowieso, aber das bessere Sammeln ist das Wichtige. Und das wollt ihr auf jeden Fall am Anfang besonders haben. Kommen wir zu dem Strategieteil. Da haben wir 2, die eben eure Flotte bzw. eure Marschkapazität vergrößern. Und das ist auch bei euch als Free-to-Play-Player super wichtig. Denn das hilft dann der Allianz, insgesamt in Events besser abzuschneiden. Denn da, wo ihr Punkte sammelt als Allianz gesamt, ist es wichtig, dass auch der Free-to-Play-Player Punkte macht. Und auch zum Beispiel bei Medicis Schatz ist das wichtig, um weiterzukommen. Oder auch, wenn Zombie Uprise kommt, müsst ihr dort eben auch abliefern, und dafür gibt es dann einmal den Godfather, der bringt euch eine größere Marschkapazität, und dann gibt es noch Major Morgan, der eben auch die gleiche Fähigkeit mitbringt, dass ihr eben eine größere Verband habt, eine größere Flotte, einen größeren Marsch. Das sind die beiden strategischen Offiziere, die ihr mitnehmt, und dann gibt es noch zu guter Letzt bei den Kriegsskills jemanden, der wichtig ist, das ist in dem Fall Ian. Ian hilft halt auch enorm, denn die hat die Nahkampffähigkeit, und ihr könnt über das Verteilzentrum Fragmente von ihr bekommen und die damit auch gut weiterentwickeln. Und sofern ihr von einem dieser 5 immer welche im Angebot habt bei dem Verteilzentrum, schlagt da auf jeden Fall zu. Kommen wir jetzt aber zu den Spendern. Und da ist es auch ganz wichtig, holt euch die Fragmente über die Rekrutierungsaufträge mit 9 Einsätzen 10 bekommen, denn die Heldenfertigkeiten und die XP-Bücher sind super wichtig. Für jede 100 dieser Punkte gibt es einen bestimmten Prozentsatz, das sehen wir hier leider noch nicht, gibt es aber einen bestimmten Prozentsatz mehr an Heldenfertigkeit. Und das ist das, was wir haben wollen. Das können wir uns hier bei ihr zum Beispiel mal angucken. Für alle 100 Punkte an Offiziersfertigkeiten gibt es bei Butterfly zum Beispiel die Fähigkeit Nahkampfeinheit-Angriff wird um 2,1% erhöht. Und deshalb wollt ihr davon 100 dann einsetzen können. Jetzt nicht bei ihr, darauf gehen wir nämlich jetzt ein, denn bei den Spendern fangen wir direkt bei Strategie an, denn ihr habt nicht das Problem, dass ihr zwingend so auf Ressourcen angewiesen seid. Da ist es
dass ihr Saki nehmen wollt und Major Morgan nochmal, denn die beiden erhöhen eure Flottenkapazität. Das ist der gleiche Grund wie bei den Free-to-Play-Playern. Ihr braucht nur eben das Sammelbasierte nicht. Dann springen wir zu Krieg weiter. Der dritte und vierte, den ihr haben wollt, das ist nämlich einmal Zeus. Zeus hat nämlich die Fähigkeit, den Schaden anderen zuzufügen. Mehr Schaden den Gegner zuzuführen. Und dann haben wir noch Alexandra, die nämlich genau das Gegenteil macht. Den erlittenen Schaden reduziert. Und diese Kombination von den beiden ist natürlich super. Du fügst mehr Schaden zu und kassierst weniger Schaden. Daher die beiden eine super starke Kombi. Und dann gehen wir bei den Spendern zu den Drillmeistern. Und dort haben wir Simon, der eben mit seiner angeborenen Fähigkeit, der Durchbruchfähigkeit, dafür müsst ihr den natürlich auch auf 5 Sterne bringen, einen super starken Effekt hat. Als auch der zusätzliche massive Beschuss einfach einen unfassbar starken Skill bringt. Das sind die Top 5, einmal für Free-to-Play-Player und einmal für die Spender. Zusammengefasst, die euch besonders zum Start helfen. Wie gesagt, Beginners Guide, daher später kommen natürlich andere Helden dazu, aber mit denen könnt ihr super starten, die werden euch enorm helfen. Und als letzter Tipp, verkauft bloß nicht beim Verteilzentrum eure Fragmente. Macht das nicht, auf gar keinen Fall machen. Du brauchst die ganzen Geschichten und du willst es einfach nicht verkaufen. Erst wenn ihr die Teile gemerkt habt, dann könnt ihr darüber nachdenken, aber das ist einfach nichts, was ihr machen solltet. Daher auf gar keinen Fall verkaufen.